Arno und Thiago mit Big Shrek, unserem Expeditionsmobil, auf großer Reise Richtung Süden. Seit Mai 2025 sind wir unterwegs, voller Träume, Neugier und einer Prise Chaos. Zurzeit befinden wir uns in Kanada und fahren von Quebec nach Ontario. Good morning! Guten Morgen, hallo! Wir sind auf dem Weg nach Quebec und waren bereits früh auf. Wir sind um 6:30 aufgestanden. Ja, ich glaube bei 6:30, 6:45, mit dem Sonnenaufgang. Richtig cool. Die Sonne ist da, genau. Das ist ganz wichtig, weil wir haben jetzt eine Woche lang Regen gehabt. Richtig, es hat nur geregnet. Und jetzt sind wir mal richtig happy, dass die Sonne wieder draußen ist. Das stimmt. Und jetzt sind wir gespannt auf Quebec. Wir haben uns gestern noch ein kurzes bisschen darüber informiert, was es alles zu sehen gibt. Und da gibt es einiges zu sehen. Oh ja. Das ist die älteste Stadt von Nordamerika, das ist korrekt. Eine der ältesten Städte von Nordamerika. Eine der ältesten, genau. Und jetzt schauen wir uns das mal an und nehmen euch dabei mit. Wir haben einen kleinen Tankstopp eingelegt und jetzt habe ich ein neues Hobby. Und zwar jedes Mal, wenn Thiago tanken geht, muss ich auf der anderen Seite schauen, dass es nicht überläuft. Aber das ist noch nie übergelaufen. Also ich weiß nicht, ob das einfach ist, dass ich auch was zu tun habe oder ob das wirklich auch auf der anderen Seite mal überlaufen kann. Könnte ja sein. Wir bleiben mal vorsichtshalber hier. Hast du hier günstigen Diesel gefunden? Leider nein. Heute kostet der Diesel 1,62, also ein kanadischer Dollar 62. Und das letzte Mal in Halifax haben wir getankt für 1,42 Dollar kanadische Dollar. So, aber was sein muss, muss sein. Muss sein. Es kann sein, dass wir ein bisschen übertrieben haben. Ich glaube schon. Ups. Aber wir konnten uns nicht entscheiden. Die haben halt so gute Sachen hier, die es bei uns nicht gibt. Und darum ernähren wir uns jetzt von McDonald's. In diesem Sinne, guten Appetit! Wir haben es noch nicht ganz bis nach Quebec geschafft. Wir wollten ja eigentlich nur kurz was essen und waren tanken. Und dann hat Thiago Öl unter dem Fahrzeug gefunden, bevor wir losfahren wollten. Und jetzt stehen wir hier und und suchen das Problem. Wir haben nach dem netten Lunchbreak hier festgestellt, dass Öl am Boden ist. Ich habe dann auch ziemlich schnell gemerkt, dass das kein Motorenöl war. Und dann anschließend bin ich mal unter das Fahrzeug, habe mich umgezogen in das Fahrzeug. Ich habe jetzt festgestellt, dass das wahrscheinlich aus den Planeten kommt, also aus den Achsen. Und durch das, dass wir hier in Kanada schneller fahren dürfen als in Europa. Hier ist 110 auf der Autobahn. Sind wir oft schneller gerollt und ich kann mir vorstellen, dass dann über die Entlüftung jetzt da was ausgewichen ist. Habe jetzt aber natürlich noch meinen Buddy konsultiert. Zwei Buddies, ja. Und wir sind jetzt auch in kurzen Abklärungen, aber ich denke, das ist es gewesen. Ich hoffe es auf jeden Fall. Aber es ist nichts Gröberes am Motor. Das ist schon mal gut. Das heißt, wir können ganz sicher weiterfahren. Aber ich möchte es doch gelöst haben, bevor wir weiterfahren. Weil sonst, ja, man weiß ja nie, ne? Problem noch nicht ganz gelöst. Wir konnten es eingrenzen. Ich gehe davon aus, dass zu viel Öl in der Planetachse ist. Und somit nach Konsultation von meinem Backup-Team in der Schweiz haben wir uns dazu entschieden, dass ich das mal ablassen werde. Aber nicht jetzt. Ich habe jetzt alles sauber gemacht und jetzt sind wir on the way to Quebec.
du Shop. Ja, wir sind im Taxi. Es war nicht ganz einfach, für Thiago vor allem. Mussten wir uns hart verdienen, weil der Stellplatz hat nicht gepasst, da sind wir nicht drauf gekommen. Nein. Habe ich leider auch nicht gefilmt, weil ich dann doch auch ein bisschen zu gestresst war. Auch sie war ein bisschen Ja, gestresst. ich war ein bisschen gestresst. Ich habe dann noch falsch navigiert und dann war es dann schon wieder Das vorbei. war gar nicht gut. Da war es dann schon wieder vorbei. Aber er hat das super gemacht. Wir haben ein Stellplätzchen gefunden. Haben wir. Ja, jetzt sitzen wir in Uber und fahren in die Stadt und essen noch was. Und dann war es das schon wieder für heute, weil da war schon genug Action. Ich habe Hunger. Ich bin heute den ganzen Vormittag unter dem Auto rumgekrochen. Und so. Und der Kleine hier will wieder groß werden. Guten Morgen, wir sind schon wach. Es ist 9:36 Uhr. Haben ein bisschen länger geschlafen nach dem stressigen Tag und gestern, ne? Ja, und das Essen haben wir auch nicht so gut verdaut. Das war ein bisschen eine stressige Nacht. Jetzt gehen wir aber wirklich in die Stadt und schauen uns die an. Das haben wir gestern ja schon eigentlich Ein bisschen gemacht. Wir haben waren gestern schon auch an den Stadtmauern von Quebec. Und wir haben auch das historische Hotel, war das, gell? Ja. Haben von außen angeschaut und heute wären wir mal bei strahlendem Sonnenschein und ich glaube, heute wird es so 25 Grad. Das erste Mal Sommerfeeling in unserer Reise und ich glaube, das werden wir ziemlich genießen, oder? Das werden wir. In Quebec sprechen sie ja ihre ganz eigene Sprache. Es ist zwar eigentlich Französisch, was ich eigentlich verstehen sollte, aber oft sprechen Thiago und ich Englisch, weil ich nicht mal dieses Französisch hier verstehe, weil die so einen starken Akzent haben und zum Teil andere Wörter verwenden, die es auf Französisch in Frankreich gar nicht gibt. Und ja, und so kommt es, dass wir oft da sitzen und die Leute eigentlich nicht so verstehen und dann wieder auf Englisch switchen. Und wir haben gelesen, dass das zum Teil nicht so gern gesehen ist, wenn die Leute hier einfach Englisch sprechen, weil sie schätzen ihre Kultur und sie wollen sie gerne bewahren und darum sprechen sie auch einfach Französisch durch und durch. Eigentlich hat er keinen Platz mehr in seinem Kleiderschrank. Und trotzdem sind wir hier wieder in der Outdoor-Section, dass Thiago wieder shoppen kann. Weil er findet immer irgendwas, das ihm noch fehlt. Das Ding ist halt einfach, dass er jetzt immer was entsorgen muss, bevor er was Neues kauft. Stimmt's? Das ist korrekt so, ja. Quebec ist alt, sehr alt für Nordamerika. Quebec City wurde 1608 gegründet und ist damit eine der ältesten Städte Nordamerikas. Die Altstadt ist sogar UNESCO-Weltkulturerbe mit Stadtmauern und allem drum dran. Ja, die einzigen Stadtmauern nördlich von Mexiko. Von hier kommt auch Poutine, Pommes mit Käse und Bratensoße. Klingt wild, schmeckt aber wie ein warmes Bad für den Magen. Ich mag sehr, Thiago weniger. Probiert's aus.
Quebec hat uns komplett überrascht. Wir haben die Stadt direkt ins Herz geschlossen. So viel Charme, so viel Flair, irgendwie europäisch, aber mit Ahornsirup obendrauf. Für uns ganz klar, Quebec ist kein Geheimtipp, aber auf jeden Fall ein Herztipp. Uns hat es sehr, sehr gut gefallen. Bist du hier wieder im Supermarkt Food Heaven? Super, echt. Was man wirklich festgestellt hat jetzt hier, oder ich zumindest, ist, dass die Auswahl ganz anders ist als im Walmart und so ein bisschen französisch angehaucht hier. Und ja, gefällt gut. Schau mal, was ich gefunden habe. Aus der Schweiz. Crazy! Grüß. Dann ging es bereits ziemlich flott weiter und zwar sind wir in die nächste Provinz gefahren und angekommen in Ontario in der Nähe von Kingston. Hier hatten wir einen wunderschönen Stellplatz direkt an einem See gefunden und haben hier 2 Tage verbracht und die sehr genossen. So, was machen wir heute? Heute hat uns Thiago einen Wanderweg rausgesucht, darf ich vorstellen. Der Trampelpfad hier. Aber das sieht cool aus. Das Ding ist, wir haben halt einmal mehr den Bärenspray nicht dabei und auch das Glöckchen nicht. Aber mal schauen, was kommt. Das kommt schon gut. Sieht richtig cool aus hier, echt. Wir sind da auch nur so in die Richtung. Steht unser Biggie. So 10 Minuten. Und ist ganz ein gemütlicher Hike. Sollte irgendwie so eine Stunde dauern. So eine Schlaufe hier quer durch den Wald. So, die Mücken sind schon wieder on fleek. Schaut euch das mal an hier. Kleiner Bach. Das orange Zeichen ist für den Weg. Sieht richtig süß aus hier. Ja, kannst du. Ist doch kein Problem. Ja, elegant gelöst. Hast du das? Ja. Und, wie ist der Zwischenstand? Also eigentlich rennen wir jetzt nur noch aus dem Wald, Ja. weil wir die ganze Zeit gestochen werden. Aber wir sind auch selber schuld, weil wir uns nicht eingesprayt haben, nix. Ja. Krass, schau mal. Komm, wir laufen weiter. Wir laufen weiter. Wir sind wieder zurück. Yes! Schau mal, ich bin total verschwitzt. Wir, War richtig cool. Ja, war cool. Hat richtig Spaß gemacht, ja. Wir zählen jetzt unsere Mückenstiche. Oh ja. Ey, crazy, der hat mich hier sogar gebissen und hier in den Haaren. Wusste ich gar nicht, dass das geht. Das war richtig schlimm, als wir gelaufen sind. Ich bin hinter Thiago gelaufen und da war einfach so eine riesen Armee von Mücken. Ja, es war wirklich crazy. Ja, aber es war cool. Wir waren jetzt Spaß gemacht. Ja. 1 Stunde 20 waren wir unterwegs. Der Trail Genau. war für
40 Minuten gedacht. Ja, aber wir verstehen jetzt auch, warum die Menschen da so schnell durchgehen, weil die rennen halt am Schluss. Ja, am Schluss war es schon ein bisschen ein Kampf da. Es war richtig toll, idyllisch, von den Seen und so weiter. Aber was dann doch mit der Zeit, du kannst nicht stehen bleiben. Wenn du stehen bleibst, geht keine 2 Sekunden, richtig crazy. Da fressen sie dich. Das war uns gar nicht so bewusst, ehrlich gesagt, oder? War dir das so bewusst? Nee, wir haben es auch auf Videos gesehen, zum Ja. Teil. Aber wir sind auch wieder ein bisschen blauäugig losgelaufen. Ohne Spray, ohne gar nichts. Und das sind wir auch So ein wie bisschen wir selber halt schuld. sind. Wie wir halt sind, genau. Ich glaube, er hat was gefunden. Ja, ich habe was gefangen. So cool. Meinen ersten kanadischen Fisch. Darf ich vorstellen? Ein kleiner Barsch. Weil so klein ist er auch nicht mehr, glaube ich. Ich habe noch eine kleinere Version davon. Das ist die hier. Und ja, hatte ich jetzt beim Jiggen. Hat sehr viel Gras und so. Aber ging gut. War so eine halbe Stunde, 2 Fische. Jetzt versuche ich mein Glück nochmal. Vielleicht gibt es dann doch noch was zu essen am Abend. Cool, und sonst bleibst du bei den beiden. Ah, sonst bleibst du bei den beiden. Ja, die sind toll. Zumindest der eine, der ist richtig groß hier. Der hat's in sich. Ja, sehr cool. Wenn euch das Fischen interessiert, dann schreibt es uns doch gerne in die Kommentare. Thiago wäre natürlich unglaublich happy, wenn er noch mehr darüber erzählen darf. Ansonsten haben wir noch Harold getroffen, ein wunderbarer Local, der uns seine Heimat gezeigt hat und uns mit in eine Brewery genommen hat. Und danach haben wir einfach nur diesen wunderschönen Stellplatz genossen. Seid auch dabei, wenn wir nächste Woche zu den Niagara-Fällen fahren. Ach ja, und liken, kommentieren und das Abo nicht vergessen. Tschüss!